Verderben des Fleisches, auf dass der Geist gerettet am Tage des Herrn Jesus. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum feget den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passa, Christus, ist für uns geopfert. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern in dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und der Wahrheit. Ich habe euch in einem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Huren. Das meine ich gar nicht von den Huren dieser Welt oder von den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Nun, aber habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit jemandem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Hurer oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit einem solchen sollt ihr auch nicht essen. Denn was soll ich auch die richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind? Gott aber wird, die draußen sind, richten. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Beten wir zusammen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Nur himmlischer Vater, es sagt uns ganz genau, was du meinst. O Herr, es gibt uns deine Gesinnung, gibt uns deine Gebote, o Herr, und was gut ist für uns. O Herr, ich danke dir und preise deinen hochheiligen Namen dafür, dass wir das anschauen, Vater. Ich bitte dich, du wirst unsere Augen erleuchten, dass, o Vater, die Augen unseres Verständnisses, dass wir verstehen, was du sagst und das auch zu Herzen, o Herr, nehmen für deine Ehre. So, Vater, wirke in unserer Mitte jetzt, in Jesu Namen. Amen. Kann man ruhig sitzen. Und wir hatten letzte Woche das jetzt hier angeschaut und in Korinth gab es Hurerei in der Gemeinde. Und wie man sagte, die sagten, eine Hurerei, die sogar unter den Heiden nicht genannt worden ist. Und man hat seine Stiefmutter gehabt. Und sagt, überhaupt hört man davon. Und wir haben Hurerei angeschaut und weiß ich, immer hier die politischen Sachen sind interessant, aber wo Bill Clinton das Amt, die wollen den Amtsenthebungsprozess haben, es ging nicht über Hurerei, es ging über Meideid. Es gab einen Gerichtsprozess wegen sexueller Belästigung und natürlich es war, gibt es Präsident, hat er das schon gemacht. Und er hat gelogen. Und eigentlich, wenn du unter dem Eid lügst, ist es strafbar. Wenn du einfach hier dein Kind, dein Vater, deine Mutter, Polizei, irgendjemand anlügst, dann ist es in Gottes Gericht strafbar. Aber es ist kein Meineid. Darüber ging es. Und ein Kommentator sagte, und das ist das Problem heute, die meisten Leute, die verurteilen das nicht, und der Grund dafür ist, die haben das selbst getan. Das rein blieb man nicht. Und wer solche Sünde begeht, weißt du, das ist, naja, das versteht man. Und wir kommen darauf hin, was vielleicht das Problem war, weiß ich nicht ganz genau. Und weißt du, das ist wie es heute ist. Nun, es wäre interessant. Do people say that they live together now, just open in New York? Okay, ja. So, wir waren in Bayern und ich fragte ein Paar, wo wir waren, wie lange seid ihr verheiratet? Die haben gesagt, wir sind nicht verheiratet. Ich sagte, oh, okay. Ja, 1986. Und ich war gerade dort von Texas. Das hat man nicht gesagt. Auch wenn die zusammen gelebt haben. Die hat sich ein bisschen geschenkt.
Und heutzutage, wie sie sagte, es ist genauso. Meine Eltern, die waren total dagegen und nicht christlich. Ja, ich weiß, wie es hier war. Das war okay. Ja, kannst mal machen, was du willst. Aber nicht bei Gott. Es hat sich nie geändert. Und es wird sich nicht ändern. Wir haben das wirklich ausführlich letzte Woche angeschaut. Man sündigt gegen was? Sein eigenen Leib. Ja? Und wir haben mal wirklich, hey, der stärkste Mann ist reingefallen, Simpson. Der weiseste Mann, Salomo. Der geistlichste Mann, David. Ja? Aber nicht der reinste Mann, Josef. Er nicht. Nun, gehen wir mal weiter. Was dachte die Gemeinde über dieses ganze Problem? Ja, Vers Nummer 2. 1. Korinther 5, 2. Und ihr seid aufgeblasen. Und habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der, welcher diese Tat getan hat, aus eurer Mitte hinweggetragen wurde. Hey, sie waren aufgeblasen. Hey, wir sind gute Leute, wir sind okay, wir machen nichts falsch, wir sind die Richtigen, wir lieben Jesus. Aufgeblasen. Sie hatten wirklich keine Ahnung. Vers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Ich finde das wirklich ganz interessant. Die haben probiert, Donald Trump was anzukreiden, gleich vor der Präsidentschaftswahl, so eine Woche zuvor. Was schon bekannt war, wo alles angefangen hat. Und dann plötzlich ist das Spieß umgedreht worden. Diese ganze Linken kommen raus, dass die sind die das sexuelle Missbrauch. Dieser Harvey Weinstein. Und eine nach dem anderen kommt. Warum? Kleines Sauerteig zugelassen. Und es durchsäuert alles. Hey, es kommt in die Gemeinde nur ein bisschen und dann was. Es ist gang und gäbe. Es ist überall. Euer Rühmen ist nicht gut. Die hatten keine Ahnung. Weiß überhaupt nicht, was er macht. Nun, wir sehen dort drinnen, wo Paulus sagt, er hat sie schon geschrieben, wir kommen darauf hin. Sie hatten keine Bibel, aber Paulus hat sie schon geschrieben. Ja? Wir haben die Bibel. Sie hatten keine Bibel. Und das, was Paulus geschrieben hat, war nicht inspiriert, oder sonst wäre es in der Bibel. Er hat viele Sachen geschrieben. Aber was inspiriert war, ist hier. Und weißt du, wenn er sie nicht gewonnen hatte, wäre keine Schelte hier. Ja? Man muss dir einfach sagen, hey, guck mal, das ist Sünde. Also in Apostelgeschichte 15, es geht darum, hey, kein Blut und was? Keine Hurerei. Und er ging in die ganze Gemeinde und sagte mal, hey, diese ganzen Gesetze von Mose müsst ihr nicht halten, aber hier, von Blut und von Hurerei, halt euch ferne. Und die Gemeinde sind dann gewachsen. Nun, vielleicht hier ist die Sache, weil wir kennen nur, wie Menschen sind heutzutage. Gehen wir Matthäus Kapitel 7. Dachten Sie vielleicht Folgendes. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Wer sind wir, dass wir richten? Wie können wir was so sagen? Man vergisst immer, mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welcherlei Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Aber ist das nicht, wo wir sind heute? Ja, darfst nicht richten? Vielleicht dachten sie Johannes 8, Vers 3.
die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen und stellte sie in der Mitte und sprachen sie, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Geh mal runter, Vers 7. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und das war ihr Gedanken. Wer ist hier ohne Sünde? Wer darf sie richten? Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Vielleicht, und dann gehen wir wieder zurück in unseren Text. 1. Korinther Kapitel 5, Vers 2. Weißt du, vielleicht hatten die gedacht, Folgendes. Ich habe gar keine Ahnung, wenn sie bei uns sind, werden sie Hilfe bekommen. Die zwei waren in der Mitte, in der Gemeinde. Solange sie hier sind, die werden Hilfe bekommen. Gut, dass sie hier sind. Egal, was sie gedachten, sie hätten lieber Leid tragen müssen. Sie haben jemanden aus der Gemeinde schließen, mit wem sie anbeteten, beteten, zeugten und so weiter. Es war jemand, mit wem sie Gemeinschaft hatten. Sie hatten mal Leid getragen, aber die sind jetzt in der Sünde gesprungen. Ich weiß nicht, ob du kannst sagen, die sind in der Sünde gefallen. Was sowas? Ja? Vers 3 bis 7. Wir sehen die Freimütigkeit des Mannes Gottes. Nun schau mal hier, wir brauchen wirklich die ganze Kapitel machen, so gehen wir ein bisschen schnell. Denn ich war, der ich dem Leibe nach abwesend bin. Paulus ist gar nicht da. Er hat die Gemeinde gegründet und was? Er ist weggegangen und er ist überhaupt nicht da. Er schreibt sie. Vers Nummer 3b. Doch dem Geiste nach gegenwärtig. Er ist doch da. Er war immer mit seiner Gemeinde im Geiste da. Er kümmerte sich immer um die Gemeinden. Deswegen haben wir das Neue Testament. Das ist, was Gott benutzt hat. Und er hat schon beschlossen, was zu tun ist. Aber schon als sei ich gegenwärtig beschlossen über den, der dieses so getan hat. Er hat es schon beschlossen. Hier ist, was zu tun ist. Und ehrlich gesagt, wenn die aufgeblasen sind, wer war die Mehrheit? Und er wird gegen sie gehen. Weil, hey, muss ich sagen, der am reichsten ist, und Gott, sind die Mehrheit. Und wer an Gottes Seite ist. Nun, er nimmt die größte Waffe aller Zeit. In Vers Nummer 4. In den Namen unseres Herrn Jesus. Also der Name des Herrn Jesus ist die größte Waffe, die es überhaupt gibt. Es ist der heiligste, wunderbarste, schönste, helfende, rettende, lösende Name, die es gibt. Der Name des Herrn Jesus Christus. Und eigentlich in diesem Namen sollten sie sich versammeln. Können Huren aus so einem Namen versammeln? Kapitel 8, Vers Nummer 11. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Sie aber sprach, nie mein Herr. Jesus aber sprach, so verdamme dich auch nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. Das ist der Name des Herrn Jesus Christus. Der Name des Herrn Jesus Christus sagt zu den reumütigen Sünder was? Ich verdamme dich auch nicht,
gehe hin und sündige nicht mehr. Ich kann mich noch erinnern, da war ein Mann, und der war einer von diesen, seine Ex-Freundin hat mich mal gefragt in der uralten Gemeinde, ob ich einen Knast besuchen würde. Und sagen wir, ja, das ist so ein komischer Frommen, aber vielleicht braucht er doch Beistand. Ich ging ihn besuchen und dann irgendwann kam er raus. Und wir haben über diese Geschichte gesprochen und er hat ein bisschen was gesagt. Und er hat gesagt, hey, weißt du, die Sache ist, der Ehebrecher und die Ehebrecherin sollten gesteinigt werden. Und wenn du frisch ergriffen bist, da ist Mann unweit da. Wo war der Mann? Gute Frage. Deswegen sagt er, wer ohne Sünde ist. Die wollen die Frau verdammen, aber der Mann muss auch gesteinigt werden. Laut dem Gesetz Mose. Ja? Und? Aber da war gar keine Zeugen da. Und mit wie vielen Zeugen ist so eine Todesstrafe ausgeübt worden? 2. Und wie viele gibt's? Gar keine. So der Herr der Herrlichkeit sagt, ich verdamme dich. Auch nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. Und? Gehen wir Matthäus 18, Vers 20. Wo ihr versammelt seid. Schau mal. Denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also Mann, wir sind eine kleine Schar, wo 2 oder 3 zusammen sind. Da ist er mitten unter uns, man wird das benutzt. Schauen wir Vers 15 an, den Zusammenhang. Sündigt aber dein Bruder wider dich, so gehe hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder 2 mit dir, auf dass jede Sache durch 2 oder 3 Zeugen Mund bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie der Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden bindet werdet. Worüber geht's? Um die Sündigen. Und wenn die ausgeschlossen wird, ihr habt das auf Erden gebunden, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn 2 von euch eins werden auf Erden, um irgendetwas zu binden, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Es geht über was? Gericht. Es geht über den Ausschuss. Es geht über das, was jetzt in Korinth geschehen sollte. Weißt du, das ist die Kraft des Glaubens. Hey, da ist er dort. Wo man probiert und möchte. Ich sage dir, hey, da ist er dort, wo jemand was gegen dich getan hat, anstatt überall hin zu quatschen, du gehst zu dem und sagst mal, hey, was geschehen? Sollst du ihm sagen, hey, das war falsch? Ja, hat er die Chance, sich zu entschuldigen. Und das ist eigentlich, was geschehen soll. Und es kann durchaus möglich sein, dass es ein Missverständnis ist. Und wenn das nicht geschieht, dann soll man so ja mal mitnehmen. Und dann nicht, dann was? Die Gemeinde. Aber nicht zuerst quatschen und Parteien bilden an beide Seiten. Und dann die Gemeinde zerstören. Und dann auch Ungläubige, ja, die Kirchen, die sind alle auch Heuchler. Stimmt. Wenn es sowas gibt. Hat man einen schlechten Ruf. Und wir sprachen vorher, wo geht man weg? Das ist eine gute Frage. Was ist denn mit sehr vielen geschehen? Weißt du nicht, ob das hier?
Weil sowas ist, wo die Gemeinden weggingen von Gott. Nun, schauen wir in Vers Nummer 5. Hier ist das ganz Interessante. Was geschieht bei einem Gemeindeausschluss? Einen solchen den Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, auf das der Geist gerettet werde am Tage des Herrn Jesus. Man übergibt ihn den Satan. Und da ist Gericht. Der Satan richtet ihn. Was macht er? Macht sein Fleisch kaputt. Weißt du nun, Satan ist mächtig, aber nicht allmächtig. Satan hat viel Spielraum. Er ist der Fürst dieser Welt. Aber seine Macht wird ihm gegeben worden. Der Mensch gibt es ihm durch Ungehorsam Gott gegenüber oder wie bei Hiob. Das Gespräch ist ganz klar zu sehen. Ja, was machst du, Satan? Ja, ich bin durch die Erde gegangen. No? Hast du Acht auf meinen Knecht Hiob? Der fürchtet Gott, der tut richtig, der lebt nicht. Ja, aber du hast ihm was? Nur gesegnet, allen. Okay, gut, du kannst alles von ihm wegnehmen. Und es ging darüber, ob er Gott absagt oder nicht. Sagte Gott nicht ab. Denn er hat gesagt, was? Jetzt darfst du sein Leib anfassen, aber nicht umbringen. Er verlor seine Gesundheit, aber was tat er nie? Sagte Gott nicht an. Nun, wenn man die Glieder aus der Gemeinde wegen Sünde ausschließt, die tun nicht Buße, was? Die werden den Satan übergeben zum Verderben des Fleisches. Aber nun schau mal. Hey, haben wir das gesehen? Hoher kommen nicht in den Himmel. Oder? 1. Korinther 6,9. Wir haben mal gesehen, was das ist, ein Werk des Fleisches. Aber auf dass der Geist gerettet werde am Tage des Herrn Jesus. Hier ist ein Mensch, der gerettet worden, der Hurerei begangen hat. Kommt er in der Hölle? Nein. Ich meine, was steht da? Muss man nicht gucken. Oh, ich will mal nicht was Falsches. Sei rein. Das ist was Reinheit ein. Ohne falsch. Wenn du denkst, oh ja, der kommt in der Hölle. Jetzt kannst du richtig denken. Ja? Das war cool. Ich kann mich noch erinnern, weil hier sieht man das. Der Mann begeht Hurerei, der was? Die Heiden nicht machen. Und Paulus sagte, schließe ihn aus und sein Fleisch wird verdorben, aber was geschieht? Verderben und was geschieht? Er kommt. Sein Geist wird gerettet an den Tag des Herrn Jesus. Ja? Nun, ich kann mich noch erinnern, eine Freundin von mir, sie sagte, ihre Eltern, ja, der Richard, der hat sich mal bekehrt. Ich sag, ja, wirklich, die Eltern? Nee, das gibt's nicht. Ich sag, ja, der geht in eine Baptistengemeinde, kennst du die? Und die gingen in die Gemeinde Christi ab und zu. Oh, die sind okay, aber das Einzige ist, die glauben, man kann sein Haar nicht verlieren. Und so, die Dawn, sie fragte mir, hey, das hat meine Eltern gesagt, das ist das Glaubenbaptisten. Ich sage, nee, das gibt's nicht. Das, weißt du machst mal was Furchtbares, dann kannst du auch das verlieren. Weil ich keine Ahnung hatte. Und ich fragte den, hey, genauso hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das wie ewiges Leben. Wenn man das verlieren kann. Und wenn irgendjemand das verlieren konnte, wäre es nicht diesen Mann? Paulus sagt, dass der Geist gerettet wird. Also man kann falsch denken, man kann auch wieder zurückgehen. Ne?
Ein Kind Gottes wird gezüchtigt, er verliert nicht sein Heil. Und was hier geschieht, hey, muss man aufpassen, wenn es ein Kind Gottes ist und man schützt den, dass du nicht Mithauer kriegst. Ich weiß einmal hier, oh, ich habe mal das gekriegt und jemand kam dazwischen, mein Vater hat seine Hand rum und eine Person ging fliegen. Man mischt sich nicht ein. Man schützt nicht, wer Gott züchtigt. Und die haben ihn geschützt und jetzt kommt die Zeit. Nun, schauen wir mal Vers Nummer 8. Runter zu Vers Nummer 8. 1. Korinther Kapitel 5, Vers 8. Wie feiert man das Fest? Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig. Wie feiert man das Fest? Weißt du, wie haben Sie das Fest gefeiert? Es war so, weil alles in Ordnung war. Und da war ein Mann dort drinnen, seine Stiefmutter. Es war nicht in Ordnung. Da gibt es Rennerei, da gibt es Fleischerei, da gibt es Stichelei, Zänkerei, Hadern, Zwietracht. Da ist nichts in Ordnung. Man soll nicht spielen. Es ist nicht in Ordnung, obwohl es auch überall ist und das ist gang und gäbe. Ich hatte immer gedacht, ja, wenn die das so sagen, Leute sind zu uns gekommen, 5 Kinder, es ist hier so friedlich, es ist hier so schön, es ist hier so ruhig. Gut. Wie war es bei euch? Das muss mal bei denen furchtbar sein. Ja? 2 haben gezankt in ein Auto, das hat gesagt, kannst du nicht aufhören? Die waren, oh. Das war normal. Das ist nicht normal. Überhaupt nicht normal. Das war nicht in Ordnung. Gehen wir in Sprüche 15,15. Wir haben das Fest, und ehrlich gesagt, ich habe das hier jetzt von John Gill geklaut, weil natürlich, das war nicht Passa. Und ehrlich gesagt, wenn du das liest, das ist nicht das Abendmahl. Und ich habe den John Gill gelesen, weil ich wollte mal sagen, das ist, weißt du, das Fest, das ist das Fest des christlichen Lebens. Das ist ein Fest mit Gott. War bessere Zeiten, oder? Wo man das gefunden hat. Sprüche 15, in Vers Nummer 15. Alle Tage des Elenden sind böse. Naja, das stimmt. Je schwarzer du alles siehst, desto schwarzer alles ist und wird. Aber der fröhlichen Herzens ist, hat ein beständiges Festmahl. Wie Michi letzte Woche gepredigt, ist es nicht schwer, ein Christ zu sein. So Christus lebt in mir, ich lasse es zu. Tue das, was er sagt. Blockiere nicht. Und er hilft und er geht mit mir und er spricht mit mir. Und er sagt mir, das ist ganz sein. Weißt du, das ist so wie die Erde. Also wir haben ja immer Sammel bestellt, das ist wahrscheinlich Höchstbestellung von DDR, das da wird es denn nicht geben und so, ich muss mal eins bestellen und ja. Und natürlich ist es, je mehr Leute du hast, und jetzt haben wir 2 Leute zu bestellen. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Und dann auch hier, wenn wir was anderes wollen, machen wir was anderes. Und so, wir haben mal keine Bestellung jetzt. Und ich sagte der Friede hier, hey, was denkst du hier? Morgen früh hier?
Weißt du, anstatt zu frühstücken, wir gehen mal fahren. Und wir finden einen Bäcker, holen ein paar Semmeln, wir gehen zu unserer Hütte dort in der Heide und wir frühstücken. Dann fahren wir wieder zurück. Und sag mal, aber das Einzige ist, das Montag, das war ziemlich frisch. Aber es war 6:30. Ja? Ja, dieses Mal, wir waren überhaupt nicht aus dem Bett bis um 7. Wir waren richtig faulenzen. Und? Ja, das ist faulenzen. Ja. Ja, Gabriel hat immer gesagt, früh bei denen ist nicht früh bei uns. Ja. Ja, wir haben halt, we had our devotions at 5:30 in the morning. Ja. Und so, weißt du, früh bei manchen Leuten. Und ich sagte, ja, ich weiß nicht, ob wir das wirklich so. Ja, wir können mal schauen. Und es war einfach herrlich. Das war schön. Ja, es war wirklich schön. Wir haben mal keine Rehe gesehen, leider, keine Wildschweine, keine Füchse und, naja, keine Wölfe, keine Elefanten. Wir haben eine Eule gesehen, aber es war aus Holz. Und dann ein paar Bilder geknipst. Brother Brian irgendwas getextet. Und, weißt du, es war richtig schön Festmahl. Richtig herrlich und schön, aber wie ist es? Nee. Ja. Ehrlich gesagt, wie froh ist das Leben? Du kriegst einen Bachenstreich. Und dann der das verdient hat, ist nicht froh, und der das gegeben hat, ist nicht froh. Ja. Und dann hast du dann einen miesen Tag. Hey, wir hatten mal gestern einen herrlichen Tag. Ja. Ja, und Alicia dachte, unsere Freude war ganz komisch. 3-mal haben wir gejubelt auch gestern, ne? Ja. Und ich sage jetzt, das ist, was das Fest des christlichen Lebens ist. Gehen wir in Psalm 23, Vers 5 und 6. Es ist ein beständiges Festmahl. Und du kannst das nicht feiern mit Sünde dort drinnen. Das geht nicht. Weißt du, du hast ein beständiges Festmahl, wo, weißt du, die Schuld ist auf dich beladen und du gehst und sagst, Herr, bitte vergib mir. Ich hab's getan. Hast du je erlebt, was geschieht nachher? Das sollst du erleben. Das ist was Herrliches. Das ist was Wunderbares. Gibt's nicht Besseres. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl. Mein Becher fließt über. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Kannst du dir mal vorstellen, diese zwei geben Gott ihren Becher. Und er schmeißt was drinnen. Aber es ist noch Dreck drin, wenn die trinken. Es ist dein Becher. Ja. Wie viel Mal muss man das reinigen, bis es rein ist? Besondererweise, wenn da kein Buße da ist. Das ist das Fest des christlichen Lebens. Und weißt du, wie man das Fest nicht Sauerteig? Weißt du, Sauerteig wird immer mehr. Und gehen wir wieder zurück und sagen in 1. Korinther 5, was es steht, wie man das nicht feiert. Vers Nummer 8. Auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Weißt du, Sauerteig wird immer mehr, Schlechtigkeit, List. Man verschönert eigentlich seine eigenen Willen. Bosheit. Hey, das Fest wird in Lauterkeit und Wahrheit. Nicht ich, sondern Christus. Und wie zu diesen Themen, auch in unserem Tag, was sagt der Herr? Was sagt Gott? Nur weil eine Sache vorherrschend ist,
in der Welt, in der Gesellschaft, bedeutet nicht, dass sie richtig ist. Bedeutet das nicht. Und Gott dafür ist. Und Paulus sagt in Vers 9, ich habe euch schon geschrieben. Paulus schrieb sie schon um diesen Sachen willen. Aber sie hört nicht drauf. Ich sagte, der Brief war nicht inspiriert. Deshalb ist es nicht in der Bibel. Hör mal kurz zu. Sie haben damals auch nicht auf den Prediger gehört. Hast du es verstanden? Auch nicht. Hey, mit wem sollen wir nicht zu schaffen haben? Vers 9 bis 11. Guck mal, steht's mal da. Habsüchtiger, Räuber, Götzendiener, Huren, ja, Trunkenbold, Räuber. Nun, kann mich noch erinnern, da gab es so Streit in irgendwie russische Gemeinde, die haben Leute ausgestoßen wegen Rauchen. Und einer sagt, das ist schlimm. Ich habe gesagt, ja, was mit Habsüchtigern? Der guckte so, ob er ein paar Leute kannte. Und, das ist, was Paulus sagt, oder? Sagt, ja, aber wie wird das verurteilt? Wie kann man das urteilen? Habsüchtiger. Ja, wir haben heute früh mit Thomas gesprochen. Ich habe ein Buch über Ariel Sharon gelesen und er lebte das feine Leben. Er liebte das feine Leben. Schönes Haus, schöne Sachen. Da ging es mal nach dem Bacon und nach dem Bacon hatte nicht genug Stühle in seiner Wohnstube, damit er sitzen konnte. Er hat gar nichts drin. Er hat sein Leben nur für die Sache der Juden gegeben. Dann würde man denken, dass der eine habsüchtig war, oder? Vielleicht war er doch nicht. Wie verurteilt man das? Das ist eine gute Sache. Ja? Hier ist die Sache, wenn jemand sich Brüder nennt, tut das. Hure, Habsüchtiger, Götzendiener, Lästerer, Trunkenbold, Räuber. Also du gehst über wirklich saufen und rauchen. Ja? Man schimpft, dass man so die Zehnte geben. Erstens, du gibst mehr als die Zehnte, wenn du das überlegst, wenn du ein Hemd kaufst. Was musst du drauf zahlen auf dem Hemd? 19%. Was musst du drauf zahlen auf ein Liter Benzin? Auf Strom? Mehr als 10%. Was musst du zahlen auf Zigaretten? Ja? Wir haben auch, wo wir in Polen waren, ich habe Alicia das erklärt, in Polen ist es zwischen 3 und 22%. Das ist so gestaffelte Mehrwertsteuer, ganz interessant. Und das ist ziemlich viel. Und man schimpft über die Zehnte. Ich fragte einen Mann einmal, der schimpfte darüber, ich habe gesagt, hey, du säufst und du rauchst, ja. Wie viel Geld verdienst du? 800 Mark. Gibst du mehr als 80? Oh, 80 Euro, das wäre mal was. Und wenn du aufhörst, du wirst mehr als die Zehnte sparen, wenn du dich bekehren würdest. Ja? Du wirst mehr sparen. Habsüchtiger. Aber das ist was, wenn jemand sich Brüder nennt und tut die Sache. Weißt du, man kuschelt mit solchen. Deshalb gibt es keine Buße. Ich gebe mir 5. Mose 19 bis 21. Ich habe das die Woche gelesen. 5. Mose 19
19 bis 21. So sollt ihr ihm tun, wie er gedachte, seinem Bruder zu tun. Hier geht es über falsches Zeugnis vor Gericht. Er lügt über den, dass du das Böse von dir wegtust. Warum soll man eine Falschzeuge ihm das antun, was er würde jemand anderes antun? Was steht es mal da? Es steht ganz klar geschrieben, warum? So sollt ihr ihm tun, wie er gedachte, seinem Bruder zu tun. Dass du das Böse von dir tust, wegtust. Das ist, wie man der Böse tut. Hey, ich habe Angst, dass ich auch so bestraft werde. Deswegen mache ich das nicht. Ah, die sollen das aus Liebe. Ja, wir sollen alles aus Liebe richtig tun. Tun wir das immer? Auf dass es die anderen hören, sich fürchten und nicht mehr solche böse Stücke vornehmen zu tun unter dir. Deswegen soll man was bestraft, tu nicht Buße, aus der Gemeinde ausgeschlossen, damit das nicht alle das machen. Dein Auge soll sie nicht schonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Hey, was der getan hat, soll es ihm wieder geschehen. Nun, hier ist die Sache in dem Zusammenhang. Was ist mit den Weltlingen? Gehen wir wieder in 1. Korinther Kapitel 5. Was ist mit den Menschen, die draußen sind? Die nicht in der Gemeinde sind? Vers 11. Nicht aber habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit jemandem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Hurer oder ein Habsüchtiger. Nicht meine Vers 10, das meine ich gar nicht von den Huren dieser Welt oder von den Habsüchtigern oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Er redet nicht über die Weltlinge, aber hey, das ist ihre Natur. Sie brauchen den Herrn Jesus. Ja? Das ist, was sie brauchen. Nun, Vers 12, es war ganz interessant. Wir haben mal so ein bisschen, ich und Samuel, teilgenommen an so Unterhaltung. Es geht über diesen Richter in Amerika. Und, weißt du, die haben richtig der Mann mit seiner Absicht und alles ganz schön gerichtet. Ich meine, richtig. Und dann hat Samuel später gesagt, kannst du doch nicht richten. Denn was soll ich auch die richten, die draußen sind? Vers 12 und 13 geht über. Richtet ihr nicht, die drinnen sind, über richten. Naja, richtet nicht, wie Matthäus 7, 1. Hey, so sagen die Leute, die am meisten richten, oder? Aber laut Matthäus 7, 1 bis 3, wenn du hart richtest, wie wirst du gerichtet werden? Wenn du die Absichten anderen richtest, was wird gerichtet bei dir? Absichten. Deine Absichten. Ja? Wie soll man richten? Johannes 7, Vers 24 sagt das. Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht. Man soll richten, Recht. Ja, man muss in dem Leben richten. Was ist richtig, was ist falsch? Hey, nun, wen soll die Gemeinde richten? Die drinnen sind. Vers 11 gibt die Kriterien, oder? Wenn jemand nennt sich Bruder und ist ein was? Ein Hurer, ein Habsüchtiger, ein Götzendiener, ein Lästerer, ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit einem solchen sollt ihr auch nicht, was steht's da? Essen. Und da hast du Gemeinschaft mit diesen Personen.
Wir haben Matthäus 8, 15 bis 20, was wir gelesen haben. Der Zusammenhang ist Richten, nicht Gottesdienst. Und wo Petrus spricht in Vers 21, gehen wir noch einmal wieder zurück, damit wir das ganz genau sehen. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7 Mal? Hey, geht es über Gottesdienst? Er weiß, es geht über Richten, vergeben. Einzelkinder. Und er dachte mir, hey, wenn du gegen mich so, wenn jemand gegen mich 7 Mal sündigt, das wäre mal. Und ich vergebe mir so viel, ich wäre mal ganz schön großzügig, oder? Ja? Er sagt, nee, nicht 7 Mal, sondern 7 Mal 70. Kannst du dir vorstellen, jemand haut dich und dann sagt, Opfersache. Ja. Ich komme auf Arbeit mit Natalie und ich renne sie rüber. Oh, es tut mir leid, Natalie, vergib mir. Ja, ja, ich vergib dir. Und sie kommt an mir vorbei, ich stelle mein Bein, sie fliegt auf die Fresse. Ich lache, oh, bitte vergib mir. 7 Mal durch den ganzen Tag. So sehen? 7 Mal vergeben. Sag ich, ja, du nutzt es aus. Glaubst du an Gott? Die meisten Menschen, die das sagen, glauben nicht, dass Gott richtet. Denkst du, das sei, das würde Natalie helfen, ein Christen zu sein? Und auch, ich brauche den Herrn Jesus, weil, hey, wer macht das? Wer glaubt lieber an Auge um Auge, Zahn um Zahn dann? Ja? Das ist wie, habt ihr Bud Spencer gesehen? Ich weiß nicht, wie der Film heißt, aber das bei diesen Quakers und die kriegen einer und die kriegen einer und die kriegen einer. Und dann die geben Bud Spencer einer und er haut die alle zusammen. Und er sagt, Bruder, der ist andere Glaubensrichtung als uns. Komm morgen wieder. Der hat eine andere Auslegung. Na, wenn man 7 Mal am Tag das hinkriegt, man wird mal lieber ans Auge um Auge und Zahn um Zahn glauben. Ja? Und man soll mal vergeben. Und, hey, Vers 13, geh mal runter dort. Gott aber wird die draußen sind richten. Wem richtet Gott? Nicht die in der Gemeinde sind, sondern die. Hey, laut Offenbarung, Kapitel 1 bis 3, die Sendschreiber an die Gemeinde. Wenn die Sünde bleibt in der Gemeinde, wen richtet Gott? Die Gemeinde selber. Wenn die ausgeschlossen wird, Gott richtet die draußen sind. Was ist der Zusammenhang? Sünde in der Gemeinde. Hey? Wenn die Gemeinde ihren Dienst nicht erfüllt, was macht Gott? Naja, was die Gemeinde macht, oder? Kannst mal für eine Person beten, wie du willst. Nix. Er macht nichts. Hey, er hat uns schon gesagt, was zu machen ist. Wenn die Gemeinde ihren Dienst erfüllt, erfüllt Gott seine. Und Hurerei, egal wie vorherrschend sie ist immer noch Sünde. Man soll sie fliehen, nicht hegen. Und es kommt zu den Übeltätern. Sie sollen Satan übergeben werden für die Zerstörung des Leibes, damit aber der Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesus. Hey, die Gemeinde ist wichtiger als der Einzelne. Es besteht aus Einzelnen. Die Gemeinde ist wichtiger. Was geschieht, wenn es zugelassen wird? Ein wenig Sauerteig tut was. Plötzlich ist es
Überall. Hey, Gemeinde ist so, dass damit die Gemeinde rein bleibt. Damit man sich fürchtet und damit Gott am Ende richtet. Hey. Ihr kennt das von der Schule. Ihr kennt das von zu Hause, wenn es war. Von wo man ist. Was geschieht, wenn niemand bestraft wird? Wenn nichts geschieht. Wenn gedroht wird und nichts geschieht. Es wird nur schlimmer. In der Gemeinde genauso. Hey, der Mann hat dann, weißt du, Buße getan, später. Das ist eigentlich, was man will, was man sucht. Gleich am Anfang. Aber wenn man nicht richtig tut, viel reden anstatt miteinander reden, dann gibt es, was war die ersten zwei Ermahnungen von der Gemeinde? Parteilichkeit und Spaltung. Gleich drinnen. War das Ihr Problem? Kannst du dir mal vorstellen, Paulus schrieb, es war falsch, aber Apollos, der äußerte sich gar nicht. Und die haben Paulus gar nicht. Wirklich, wie viele Bücher der Bibel hat Apollos geschrieben? Keine. Der war nicht der Mann zum Schreiben. Das war er nicht, das war nicht seine Gabe. Und höchstwahrscheinlich, er hat nicht gewusst, was los war. Aber was war der Dienst des Paulus? Hey, wer weiß genau, warum die hatten die verschiedenen Sachen, aber Sünde ist weg. Am besten, genau wenn es begangen wird. Man soll fliehen, bevor man fällt. Und fliehen, bevor man dann was mehrere mit sich bringt. Ja, damit die Gemeinde rein bleibt. Und wirklich, wenn wir in 2. Korinther kommen, wir sehen dann da, die waren alle ein bisschen so. Er hat Buße getan. Dann soll man ihn wieder aufnehmen. Ja? Aber hier, die waren, oh, wir sind die Besten, oh, wir sind Gottes Kinder, wir sind alles. Und wir haben Sauerteig eingeladen und gehegt und gepflegt. Und der Sauerteig muss raus gefegt, damit man rein bleibt. Und Hurerei in der Gemeinde ist nicht so dulden. Egal. Egal, was geschieht. Überhaupt nicht. Und so, hey, alles im Sauerteig muss weg und feiern das christliche Leben, das Fest, wie es sein soll. Und mit Sünde in dem Leben geht nicht. Ja, es geht überhaupt nicht. Muss weg. 441 im Siegesklänge. Im Siegesklänge Lied Nummer 441.